Wir sind Valeria und Lukas und zusammen mit unserem kleinen Offroad-Camper reisen wir um die Welt. Seit Oktober 2021 sind wir unterwegs auf einem Open-End-Trip Richtung Osten. In der letzten Episode haben wir die wunderschönen Wüstenlandschaften im Osten Saudi-Arabiens erkundet. In diesem Video geht es für uns in den Südwesten des Landes. Wir erleben, wie bergig und grün Saudi-Arabien sein kann, besuchen die wunderschöne Küstenstadt Jeddah, erkunden ein sagenhaftes Vulkangebiet und unternehmen eine unserer schwierigsten Offroad-Touren bisher. Wir sind hier nahe Abha und hier zeigt sich Saudi-Arabien mal von einer ganz anderen Seite. Hier gibt es hohe Berge mit Wäldern. Da hinter mir sieht man schon das Wolkenmeer da unten. Ich glaube, wir sind hier auf einer Höhe von ungefähr 2800 Metern. Die Sonne geht auch gleich unter, deswegen wir hoffen jetzt mal, dass wir einen ganz schönen Sonnenuntergang haben. Gepackt und fahren schon ein kleines Stückchen weiter. Die Aussicht gestern Abend und heute in der Früh war wirklich sehr, sehr schön. Das Wetter ist auch traumhaft schön. Da sind wir sehr froh drum. Wir freuen uns jetzt schon darauf, die nächsten Tage hier die Gegend in den Bergen ein bisschen zu erkunden. Wir müssen jetzt noch schnell tanken gehen und dann geht es ein Stückchen weiter zu einem ganzen alten Dorf. Das kleine Steindorf Rijal Alma aus dem 12. Jahrhundert gehört zu den ältesten Dörfern Saudi-Arabiens und seit 2018 auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Besucher können durch die vielen verwinkelten Gänge spazieren und die vielen Räume voller Antiquitäten bestaunen.
Auch das wunderhübsche alte Steindorf Dey Ain gehört zu den interessantesten historischen Schätzen Saudi-Arabiens. Das Wehrdorf stammt aus dem 8. Jahrhundert und war über die Jahrhunderte vor allem für seine üppigen Gärten und dem wertvollen Marmor bekannt, der in der Nähe abgebaut wurde. Und zwar waren wir gestern in der Nähe von Taif, irgendwo auf dem Berg oben. Da haben wir auch andere Reisende getroffen, die wir die letzten Tage schon mehrfach gesehen haben und haben einen schönen Abend wieder zusammen verbracht. Das war sehr, sehr schön. Jetzt sind wir noch auf dem Weg Richtung Jeddah. Das wird unser nächster großer Stopp. Wir freuen uns schon sehr auf die Stadt und auf die ganzen Eindrücke, die wir dort sammeln werden. Und ja, das Wetter ist hier in den Bergen jetzt ein bisschen bewölkt, ein bisschen nebelig, aber ich glaube, weiter unten im Tal und an der Küste wird es schon wieder gut. Jeddah ist die wichtigste Hafenstadt Saudi-Arabiens am Roten Meer und das Tor zur berühmten, rund 70 Kilometer entfernten Stadt Mekka, dem religiösen Zentrum des Islam. Vor allem durch ihren einst so bedeutenden Hafen wurde Jeddah Anlaufpunkt für muslimische Pilger aus aller Welt. Die sagenhaft schöne Altstadt von Jeddah besticht vor allem durch ihre turmartigen Wohnhäuser mit reich verzierten Fenstererkern, den sogenannten Roshan. Die hölzernen Fenstererker dienten einerseits der Luftzirkulation, andererseits boten sie jedoch auch so viel Sichtschutz, dass sich die Frauen des Hauses dahinter unverschleiert aufhalten und den kühlen Luftstrom genießen konnten. Seit 2014 gehört die Altstadt von Jeddah zum UNESCO-Weltkulturerbe. Guten Morgen, wir sind hier am Al-Waba-Krater, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wir sind gestern Nachmittag schon hier gewesen und wollten eigentlich hier genau beim Kraterrand übernachten, aber da war es so windig und man konnte hier nicht einmal stehen. Deswegen haben wir uns für die Nacht ein windgeschütztes Plätzchen gesucht und sind heute früh ganz früh aufgestanden und hierher gefahren. Jetzt ist es windstill und wir haben eine wunderschöne Sicht auf diesen riesengroßen Krater da hinter mir und auch auf
auf diesen Salzsee, auf diese Salzschicht hier im Kraterinneren. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, auch auf den Fotos. Wir werden uns jetzt einen Kaffee machen und hier noch ein bisschen die Aussicht genießen und dann geht es auch schon ein Stückchen weiter Richtung Norden. So, wir sind gestern wieder ein Stückchen weitergefahren und auch heute sind wir schon wieder ein Stückchen weitergefahren, immer Richtung Norden. Wir stehen hier jetzt mitten in einem Geröllfeld, Lavafeld, keine Ahnung. Und es sieht eigentlich wirklich gar nicht so spektakulär aus, aber davor haben wir mal die Drohne steigen lassen und von oben, von der Vogelperspektive, schaut hier diese Gegend sehr, sehr speziell aus. Danach zeigen wir euch mal ein paar Videos davon. Wir werden jetzt ein bisschen zusammenpacken und dann wieder zurück ins Dorf fahren. Wir müssen nämlich eine neue SIM-Karte kaufen für Saudi-Arabien und noch ein bisschen was einkaufen, denn die nächsten Tage werden wir wieder in ein großes Vulkangebiet fahren, wo ganz viele verschiedene Krater sind. Wir hoffen, das Wetter spielt mit, denn heute ist es ein bisschen bewölkt und auch relativ frisch. Aber das wird sicher eine sehr, sehr coole Tour und da freuen wir uns schon sehr darauf. Die Grabhügel von Khaibar im Westen Saudi-Arabiens gibt es zwar schon seit über 4500 Jahren, internationale Aufmerksamkeit erlangten sie jedoch erst kürzlich, als ihr Ausmaß bekannt wurde. Dies lässt sich nur aus der Vogelperspektive erkennen. Warum die gut erhaltenen Grabhügel ausgerechnet linien- und schlüssellochförmig angelegt wurden, bleibt jedoch bis heute ein Rätsel. Wir sind hier in einer riesengroßen Vulkanlandschaft.
Da hinter mir sieht man es schon, ist dieser große weiße Vulkan mit diesen schönen Maserungen. Ist richtig, richtig schön. Da weiter drüben, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier ist noch ein großer schwarzer Vulkankegel. Hier hinter mir ist noch ein großer Vulkan und da weiter hinten sind noch weitere schöne Vulkankegel. Also wir stehen hier wirklich mittendrin in diesem spektakulären Gebiet. Wir sind hier gestern angekommen, ein bisschen herumgefahren. Die Pisten, die hier herumführen, sind relativ anspruchsvoll, aber für unseren Hilux war es kein Problem. Die Temperaturen in der Nacht waren sehr, sehr kalt. Ich glaube, man sieht es auch an meiner Jacke. Ich glaube, in der Nacht hatten wir um die 0 Grad. Jetzt hat es ungefähr 2 Grad, also es ist sehr, sehr frisch. Die Heizungen hinten beim Camper laufen auch schon auf Hochtouren. Wir werden jetzt noch ein paar Sachen am Laptop machen und dann so langsam ein bisschen zusammenpacken. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir werden hier dieses ganze Gebiet mal ein bisschen erkunden heute. Entdeckt, der auf den weißen Vulkan hinaufführt. Und ich glaube, oben am Kraterrand führt auch ein Weg einmal rundherum. Davor sind auch ein paar Einheimische vorbeigekommen, die hier nach ihren Kamelen gesehen haben. Und die haben uns auch gesagt, dass man hochfahren kann. Sie wissen nicht, ob wir das mit unserem Auto schaffen, aber wir sind jetzt mal auf dem Weg und schauen mal, wie weit wir kommen. So, wir haben es geschafft. Wir sind am Kraterrand angekommen. Hier hinter mir sieht man schon die kleine Piste. Die führt einmal rund um den Krater herum. Die Fahrt hier hoch war sehr, sehr heftig, sehr abenteuerlich. Ich glaube, mit die heftigste Offroad-Piste, die wir jemals gefahren sind. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, mehrere Nervenzusammenbrüche auf dem Weg hier hoch und habe es mittendrin echt nicht mehr daran geglaubt, dass wir es hier hoch schaffen. Aber Lukas war da immer ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und bis zum Schluss haben wir es auch geschafft. Wir sind hier. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir genießen jetzt einfach mal die Aussicht, denn die ist wirklich spektakulär. So, wir sind jetzt einmal rund um den Krater herumgefahren und machen uns jetzt auf den Weg nach unten. Das wird wieder sehr, sehr abenteuerlich. Bei der Fahrt auf dem Vulkan konnte ich ja nicht viel filmen, weil ich einfach mit den Nerven am Ende war. Jetzt beim Runterfahren probiere ich mal ein bisschen was zu filmen oder ein paar Fotos zu machen.
um euch mal einen kleinen Eindruck zu geben von der Piste hier. Hier startet die Piste. Also hier ist der Kraterrand. Wir sind hier die ganze Runde um den Krater gefahren. Und jetzt fahren wir wahrscheinlich bei dieser Piste hinunter. Das ist auch die Piste, wo wir hochgekommen sind. Ganz hinunter, hinunter, hinunter. Und da unten sind dann mehrere Pisten, die zusammenführen. Und eine Piste führt da hinunter ins Tal und dann diese Seite wieder raus. Also wir möchten da, ich weiß nicht, da steht auch ein Auto da drüben irgendwo. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Wir möchten dann da wieder rauskommen. Danke fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.